Lieber Steinbock, herzlich willkommen zu deinem August-Horoskop, August 2026. Sorry für die Verspätung, doch alles kommt zum richtigen Zeitpunkt. Schauen wir uns hier an, wie sich dein August gestalten möchte, energetisch, praktisch, zwischenmenschlich. Was wird wichtig und ausschlaggebend? Wie wirst du den August wahrnehmen? Eventuell auch, was du ganz außer Acht lassen solltest. Wir lassen uns überraschen. Vorweg kommt für dich eine kleine Hausaufgabe, lieber Steinbock. Und zwar bestmöglich täglich, doch ganz in deinem Tempo, wie du kannst, Zeit hast und wie du möchtest. Und zwar stelle dich vor einen Spiegel. 5 bis 10 Minuten am Tag. Schaue dich in diesem Spiegel an, nehme dich wahr. Da geht es nicht darum, die klassische Übung jeden Morgen, hey Schönheit, wie geht es dir? Nein, es geht um die Wahrnehmung, wie du dich wahrnimmst. Schau dir im Spiegel in die Augen. Schau dich im Gesicht an, wenn du dich vor einen Ganzkörperspiegel stellst oder setzt. Nehme dich wahr, von oben bis unten. Sie sagen, es darf sich verändern, lieber Steinbock, es darf sich verändern. Die meisten von euch wissen auch schon, was die Selbstwahrnehmung genau. Warum das deine Hausaufgabe im August wird? Ich denke, es geht um das Mitgefühl für dich. Ich denke, es geht um eine Neuausrichtung. Die Wahrnehmung von Licht und Schatten in dir, an dir und um dich herum. Am besten wäre es, wenn du dir dazu Notizen machen könntest, was du an diesen verschiedenen Tagen wahrgenommen hast. Im Bestfall hast du 30 Notizen, für jeden Tag eine. Es wird dich sehr, sehr erstaunen, was dabei rauskommt. Sie sagen, der August ist ein wunderbarer Monat. Er erhält sehr viel. Es ist ein Monat, an dem du eigentlich echt ganz wunderbar im Flow sein könntest. Doch irgendetwas trübt dich. Sei es, dass du deinen Sommerurlaub planst und vielleicht sagst, oh, ich hätte so viel zu tun, dass ich gerade jetzt verreisen muss. Sei es, dass du dir gar keinen Sommerurlaub gönnst. Doch es muss nicht mit Urlaub zu tun haben. Es ist einzig allein deine innere Einstellung. Flugzeuge, Aussprachen und der Raum, der frei wird, wenn du erkennst, worum es geht, lieber Steinbock. Du hast 4 Themenkarten, das Spiegelbild, deswegen auch die Hausaufgabe für dich. Das Spiegelbild im Innen und im Außen. Wie es so schön heißt, wenn du die Augen schließt, existiert die Welt da draußen gar nicht, sondern nur deine eigene im Innen. Jemand ist an deiner Seite, kommt an deine Seite, der dich positiv herausfordert. Es kann jemand sein, von dem du sehr
dich sehr angezogen fühlst, dem hingezogen fühlst, sehr beeindruckt bist. Es ist jemand, der intellektuell echt on top ist. Es ist jemand, der sich auszudrücken weiß, kommunikativ echt was drauf hat, vielleicht spannende Dinge erzählt, wie sich dieser jemand ausdrückt. Hör gut zu, denn es ist für dich eine Inspirationsquelle, nicht nur im Eros, sondern vor allem für dich in deinem Inneren. Im August darfst du entweder erstmalig beginnen oder du wirst daran erinnert, weiterzumachen, dich selbst mehr und mehr zu entdecken, dich selbst mehr und mehr zu öffnen, dem Kern näher und näher zu kommen. Du wirst um den 15. August eine neue Vision bekommen. So, die Vision kann jetzt ein neuer Blickwinkel sein auf dich, auf das, was ist. Es kann aber eine Vision sein, eine Projektion, eine Vision für das, was du gerne möchtest, für das, was du gerne hättest. Die Eulen zeigen dir den Weg. Die Eulen, sie stehen für die Weisheit in sehr vielen Kulturen. Doch wenn die Eule bei dir auftaucht, möchte sie dich daran erinnern, dass du es eigentlich besser weißt. Es geht eventuell um Stress, Erschöpfungszustand, Überlebensmodus. Wo ist deine innere Weisheit? Wo ist das Mitgefühl? Für dich, auch für deine Mitmenschen, alle Mitgeschöpfen. Doch in erster Linie einmal für dich. Schauen wir uns hier an, was dein Hauptthema ist im August. Sie sagen gleich, für jemanden ist irgendetwas Finanzielles sehr, sehr wichtig. Da brauchst du dir gar keine Sorgen machen. Das Finanzielle, Materielle ist im Flow. Und yes, schau an, du hast 2 Themenkarten. Du darfst erkennen, du darfst neu starten. Du darfst beenden, du darfst den Schatten erhellen, doch du darfst niemals das Licht verdunkeln. Der August ist für dich ein intensiver, lehrreicher Monat mit seinen Lehren, also was er dir aufweist, beibringt, was du darin erkennst. Erkennst du die eigentliche Lehre, also mit EE, was leer ist, im Raum und mit was du diesen Raum eigentlich zumüllst, muss man ehrlich so sagen, wie ein jeder von uns. Wo geht deine Aufmerksamkeit hin? Wo ist der Flow? Wann bist du bereit, dein Innen, deine innere Welt im Außen zu erkennen? Der 10. August, auch bei dir wie bei vielen anderen, ist ein Tag, erwartet das Unerwartete. Es ist ein Tag, an dem du dich vielleicht urplötzlich umentscheidest oder gar eine Entscheidung plötzlich triffst. Die Dinge, die du vorhattest und somit vorhergesehen hast, sie lösen sich in Luft auf. Es wird anders.
Manch einer kann einen Bienenstock plötzlich am Fensterrahmen wahrnehmen, hinterm Fensterladen, irgendwo im Garten. Riesig viele Bienen. Bienen, die wahren Lichtbringer in der Tierwelt. Schau hin, was möchten sie dir sagen? Was möchten sie dir widerspiegeln? Im Übrigen zu diesem Video, eine Extended-Version, den Link findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Wir hoffen und wir wünschen uns, dass du wieder einschaltest. Woche für Woche mehr Details, andere Botschaften. Ach, lieber Steinbock, es ist so schön, dass du da bist. Wir freuen uns sehr. Sie sagen, mache die Lichtflow-Meditation. Lichtflow in deinem Feld findest du hier auf dem Kanal. Kannst du gerne täglich machen. Schau, wie es sich verändern darf. Ein Mensch, es wird nicht gesagt, ob weiblich oder männlich, mit Kopfbedeckung, mit Hut, wird für dich ausschlaggebend, weckt deine Neugier. Für die Steinbock-Damen wird Strass eine enorme Rolle spielen im August. Vielleicht solltest du, wenn du die Möglichkeit hast, die Linden aufsuchen. Sie ansehen, ihren Baumstamm berühren, dich bestenfalls an den Baumstamm gelehnt zu ihrem Fuße setzen. Die Linde, sie möchte dich die Schönheit wahrnehmen lassen. Die Linde, sie möchte dich zum Tanzen auffordern. Es gibt gleich Anfang August, in der ersten Augustwoche, irgendein Vorkommnis, eventuell ein Trigger oder plötzlich ein Gedanke und du, lieber Steinbock, bist, wow, gefangen in dieser Gedankenblase. Du denkst zurück, lässt Revue passieren, die Vergangenheit. Wow, 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 wow. Wirst du wütend? Was hat die Vergangenheit aus dir gemacht? Wer bist du heute? Dafür ist diese Übung gut, mit dem Spiegel. Geht es um die vermeintlichen Fehlentscheidungen? Geht es darum, dass du sagst, okay, eigentlich bin ich echt zufrieden. Dieses und jene würde ich am besten herausschneiden, auf dass es niemals geschehen wäre. Ganz klar, jeder hat solche Vorkommnisse, jeder hat irgendetwas in der Vergangenheit, wo man sagt, da hätte ich echt dankend drauf verzichten können. Doch wirst du wütend. Die Wut ist eine sehr niedere Emotion, vor allem wenn du sie gegen jemanden richtest. Doch wer im Bewusstsein ist und die Wut wahrnimmt, wie geht er damit um? Erstens, tunt ein dieser nicht hinein. Er nimmt sie wahr. Zweitens, erkennt dieser, dass die Wut jetzt nicht dem Gegenüber gemünzt ist, sondern eigentlich sich selbst gegenüber.
Der 13. August, 13. bis 22. August. Du öffnest dich und schaust genau hin. Denn das reine Sein, lieber Steinbock, du kommst dem immer näher. Wir machen weiter im Extended, gehen Woche für Woche explizit auf die Botschaften und ihre Details ein. Also, drück hier unten auf den Link, du wirst automatisch weitergeleitet. Wir freuen uns, dich wieder willkommen zu heißen. Bis gleich. Ciao.